Hallo miteinander. In diesem Video zeigen wir euch, wie man einen sogenannten Field Strip bei einer Smith & Wesson M&P 22 von Walther durchführen tut. Der Field Strip bei der Kleinkaliber-Variante ist ein bisschen anders als bei den herkömmlichen grosskalibrigen M&P-Pistolen. Wie immer, zuerst sicherstellen, dass die Waffe nicht geladen ist und dann fangen wir damit an, indem wir das Magazin rausnehmen. Als nächstes bewegen wir diesen Hebel hier um eine Vierteldrehung nach unten bewegen. Und jetzt kann man den bis zu einem gewissen Maß rausziehen. Einfach ziehen. So, man hört es klicken und er klemmt nachher, das ist normal. Jetzt muss man den einfach nochmal um eine Vierteldrehung nach vorne drehen. Und jetzt kann man den einfach so abwinkeln und rausnehmen. Jetzt bewegen wir den Schlitten komplett nach hinten. Somit wird dann auch der Abschussmechanismus gespannt. Geht halt nicht anders. Wenn wir ganz dahinten sind, tun wir den Schlitten im hinteren Bereich leicht anlupfen. Etwa so. Und dann kann man den Schlitten einfach wieder nach vorne bewegen und rausnehmen. Bei mir ist jetzt die Rückschlagsfeder gerade mitgekommen. Alles gut. Und dann haben wir da innen noch die Führung der Rückschlagsfedern. Die kann man einfach da so ein bisschen Pistole schütteln und dann tut sie sich lösen und dann kann man den rausnehmen. Und so nimmt man die Pistolen auseinander. Um sie wieder zusammenzutun, fängt man zuerst bei der Führung der Rückschlagsfedern an. Die hat im hinteren Bereich hat sie auf der einen Seite eine flache Kante, die muss gegen oben schauen. Die tut man dann am Griffstück da einfädeln und bewegt sie bis ganz nach hinten. Die Rückschlagsfedern, da spielt es keine Rolle, die hat kein Vorne und kein Hinten, ist egal, auf welche Seite man sie einfädeln tut man einfach einfädeln. Und jetzt, um den Schlitten drauf zu tun, muss man die Rückschlagsfedern beim Schlitten da vorne einfädeln. Es geht am besten, indem man halt den Schlitten angewinkelt anhebt. Einfädeln. Dann bewegt man das leicht nach hinten und schaut, dass man die vorne halt auch den Lauf schön einfädeln tut. Das ist nicht ganz einfach zum Zeigen und machen gleichzeitig, muss man sagen. So. Dann bewegt man den Schlitten komplett nach hinten. Wenn er da hinten ist, geht er eigentlich gegen oben. Dann einfach schauen, schön gegen oben drücken. Und dann sollte sich eigentlich der Schlitten von allein nach vorne bewegen. Wenn das nicht geht, ist er nicht schön in Position, dann einfach wieder ganz nach hinten ziehen und schauen, dass man ihn abdrücken kann. Jetzt tun wir das Fixierstückchen wieder drin. Das macht man so, indem man halt zuerst in diesem Winkel anfangen, dass das Flügel gegen vorne schaut. Tut man da so einfädeln. Bewegt dann das Ganze um 45 Grad. Und jetzt kann man den eigentlich wieder rein drücken. Das geht damals ein bisschen streng und man muss halt eben schauen, dass man den nicht verkanten tut. Aber schlussendlich ist es einfach ein Reindrücken. Ja. Wenn man den Winkel nicht schön verwischen, dann kann man einfach mit dem anderen Daumen den noch ein bisschen aufdrücken. Wenn er drin ist, tut man einfach den wieder um eine Vierteldrehung in die Ursprungsposition bringen. Und jetzt ist sie eigentlich schon wieder zusammen. Jetzt muss man einfach daran denken, der Abschussmechanismus ist geladen. Um den zu entspannen, müssen wir das Magazin wieder einführen, weil das Modell über eine Magazinsicherung verfügt. Sicherstellen, dass die Kamera leer ist und mittels Abdrucken vom Abzug den Mechanismus entspannen. Und so ist sie wieder zusammengebaut.
Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.